shock because I thought it would start doing something. Usually when your antivirus program starts doing something, nothing else works. So okay, hier geht's gleich los. Das hier wird die Veranstaltung, ist die Veranstaltung 7 Jahre EU-Türkei Deal. Was für Auswirkungen hat das gehabt? Was für Auswirkungen hat es immer noch auf Menschen, die auf der Flucht sind, auf Flucht und Migration? Das Ganze wollen wir heute Abend am Beispiel der Balkanroute, der sogenannten, uns genauer anschauen. Und es gibt noch ungefähr 5 Minuten, bis es hier richtig losgeht. So tonight's event will be about the EU-Turkey deal and 7 years EU-Turkey deal on Saturday, and tonight we were going to talk about how that's changed the situation of people on the move for migration, and look closely at the so-called Balkan route. And tonight's meeting will start in about 5 minutes. Dann sage ich hier schon mal herzlich willkommen an alle Mitglieder von Wir packen's an und ganz besonders herzlich willkommen an unsere helfenden Hände, die sich ganz exklusiv hier bei uns direkt in den Zoom-Call einloggen können und auch bereits eingeloggt haben. Herzlich willkommen auch an alle, die jetzt auf YouTube, auf unserer Webseite oder auch auf Facebook schon reingucken. Dauert noch ein paar Minuten, bis es hier richtig losgeht, also habt noch ein bisschen Geduld. Aber ihr seht ja, die Bilder bewegen sich, insofern passieren hier Dinge. Hier geht's gleich los mit unserer Diskussionsveranstaltung heute Abend, unserer Online-Veranstaltung zu 7 Jahre EU-Türkei-Deal. Am Samstag jährt sich dieser Deal zum 7. Mal. Wir wollen heute uns besonders auch darauf konzentrieren, uns anzugucken, wie hat sich die Situation auf der sogenannten Balkanroute verändert in den letzten 7 Jahren, seitdem dieser Deal abgeschlossen worden ist. Dauert noch ein paar Minuten, dann geht die Veranstaltung hier los. Ihr könnt sie sehen auf Facebook, ihr könnt sie sehen auf YouTube, auf unserer Webseite, und Mitglieder und helfende Hände können sich exklusiv hier bei uns direkt auf Zoom einloggen. Also ein bisschen Geduld noch und kurz nach 7 geht's los. So, das ist jetzt 19 Uhr heute am Donnerstagabend, unsere Online-Veranstaltung anlässlich des 7. Jahrestages des EU-Türkei-Deals geht los. Sie kann geguckt werden, sie kann mitgehört werden auf Facebook, sie kann mitgehört und geguckt werden auf YouTube und auf unserer Webseite. Unsere Mitglieder und unsere UnterstützerInnen der helfenden Hände können Sie doch direkt hier bei unserem Zoom-Call dabei. Ich begrüße euch alle ganz herzlich, egal auf welchem Kanal ihr euch jetzt, wie es so schön heißt, zugeschaltet habt. Schön, dass ihr dabei seid. Schön, dass euch das Thema interessiert. 7 Jahre EU-Türkei-Deal.
ist für uns der Anlass, uns mal genauer anzuschauen, was sich in diesen 7 Jahren eigentlich verändert hat durch diesen Deal. Am Samstag jährt er sich zum 7. Mal. Wir wollen heute uns genauer angucken, was hat es für die sogenannte Balkanroute geändert. Das heißt, was hat sich für Menschen, die auf der Flucht sind, was hat sich geändert für Menschen, die auf dem Weg in die Sicherheit in Europa, in Westeuropa sind? Was hat sich für die geändert, wenn sie auf dieser Route unterwegs sind? Die Bedingungen dort, wo sie aufgehalten werden, die Bedingungen dort, wo sie teilweise festsitzen, Tage, Monate, Jahre lang. Hat das was zu tun mit dem EU-Türkei-Deal? Was hat es damit zu tun? Und was machen wir dort eigentlich? Ich bin Mirjam Töter, ich bin die Vorstandsvorsitzende und Mitinitiatorin der Hilfsorganisation Wir packen's an. Wir veranstalten dieses Treffen heute, diese Veranstaltung. And I'm very happy to have as guests Alma from Velika Kladuja in Bosnia, from our partner organization Rahma, and also Betty, who is active in Serbia, from our partner organization Collective Aid. Ebenfalls im Panel ist Lisa. Lisa ist Mitglied des erweiterten Vorstands von Wir packen's an, war selber bereits auch im Hilfseinsatz in Serbien. Diese Veranstaltung heute Abend wird zweisprachig stattfinden. Das heißt, Lisa und ich werden hauptsächlich auf Deutsch reden, Alma und Betty werden auf Englisch reden. Nach jedem Redebeitrag werde ich eine kurze Zusammenfassung in der jeweils anderen Sprache geben, damit auch Menschen, die vielleicht nur Englisch oder nur Deutsch sprechen, trotzdem so im Groben mitkriegen, worüber wir eigentlich diskutieren. So tonight's meeting will be bilingual. That means we will be talking in English and in German. Everybody will speak in their native or most fluent language. And I will give a short summary in the end in either German or English so that all of you are able to at least follow the discussion. Erste Frage in die Runde. Ich fange an mit Betty. Dass die drei sich selber vorstellen, finde ich, ist viel schöner, viel eindrucksvoller, als wenn ich das mache. Betty, would you just introduce yourself to our audience? Yes. Hi, everyone. It's really great to be here. My name is Betty, and I am currently based in northern Serbia, which is on the borders of Hungary and Romania. I've been with Collective Aid collectively for almost a year now, working not only at our Belgrade project, but also our project up in the north for the past, from 2020 to now 2022. I'm really excited to be here and share some of the observations and trends that we've seen from the field, and also how the migratory patterns have changed over the past 2 years in this region. Vielen Dank, Betty. Betty ist seit ungefähr einem Jahr in Serbien aktiv für unsere Partnerorganisation Collective Aid. Sie freut sich darauf, mit uns ihre Erfahrungen, ihre Eindrücke, die sie dort gesammelt hat, zu teilen und auch über Veränderungen und der Migrationsmuster, die sie im Laufe dieser Zeit hat beobachten können und die im Laufe der letzten 7 Jahre stattgefunden haben. Next in the line is Alma. Alma, we're very happy to have you here. It's not the first time we have you as our guest in one of our events. Would you just introduce yourself? Good evening, everybody. My name is Alma. I work with an organization, Rahma, in Velika Kladuša, which is at the northern western border with Croatia. I've been working within the organization for more than 2 years, and in the whole refugee situation for more than 4 years. We'll be very glad to hear whatever is new and whatever is happening in other places. Vielen Dank, Alma. Alma ist seit 2 Jahren aktiv, über 2 Jahren aktiv in unserer Partnerorganisation Rahma. Ich ergänze jetzt mal, das hat Alma nicht gesagt. Alma hat sie gegründet, diese Partnerorganisation, bosnische Partnerorganisation Rahma. Bereits davor war sie bereits 4 Jahre also als Einzelperson aktiv in der Unterstützung von Geflüchteten an der Grenze von Bosnien nach Kroatien. Lisa, warum bist du jetzt hier heute dabei und was machst du eigentlich bei Wir packen's an? Hi, ich bin Lisa und ich bin im erweiterten Vorstand bei Wir packen's an seit einem Jahr jetzt. Mitmachen bei Wir pack ich an natürlich schon seit
2 Jahren oder sogar ein bisschen länger. Genau, und ich bin jetzt heute hier dabei, weil ich mich, glaube ich, besonders auch für die Region im Balkan interessiere. Und letztes Jahr im Sommer war ich in Bosnien, in Bihać und in Velika Kladuša, wo auch Alma arbeitet, und habe da unsere Partnerorganisationen besucht und war jetzt dieses Jahr im Januar in Subotica, habe da Betty kennengelernt und andere Organisationen, die wir dort unterstützen. Und genau, ich glaube, es ist eine Region, die mir sehr am Herzen liegt, dass wir die nicht vergessen. Und ich glaube, deshalb bin ich heute dabei. Und ich bin total gespannt, was Alma und Betty heute erzählen werden. Dankeschön, Lisa. So Lisa is a member of our so-called extended board. We have an extended board of 8 people at Wir packen an. Lisa said that she has been in Serbia, she has been in Bosnia visiting our partner organizations, and she would say herself that this region is very dear to her heart and that we should pay attention to it and look at it closely and not forget to look at that region, even though it might not be that much in the focus as other regions are. Meine erste Frage, wir reden ja heute über Balkanroute. Also Balkanroute, bitte, ich hebe jetzt nicht jedes Mal meine Finger, Balkanroute in Tüdelchen. Das ist der Begriff, der im deutschen Diskurs dafür oder im deutschen Medien- und öffentlichen Diskurs dafür genutzt wird. Warum das vielleicht nicht so der ideale Begriff ist, gucken wir uns später an. Ich benutze ihn jetzt erstmal trotzdem weiter, weil dann alle wissen, was damit gemeint ist. Aber bevor wir darüber reden, über die Situation in Bosnien und Serbien, wie sie sich verändert hat, wie sie heute ist, ganz kurzer Blick zurück. Vor 7 Jahren, Samstag vor 7 Jahren, ist der EU-Türkei-Deal unterzeichnet worden. Wir benutzen diesen Begriff alle, wir kennen den Begriff alle, aber was genau ist denn das eigentlich, der EU-Türkei-Deal? Und warum hat er so eine Bedeutung, wenn wir uns mit dem Thema Menschen auf der Flucht und dem Thema Migration und Flucht nach Europa beschäftigen? Lisa, erzähl uns mal was drüber. Ich versuche mich kurz zu halten. Also der EU-Türkei-Deal wurde, wie Miriam gesagt hat, vor 7 Jahren im März geschlossen. Was man, glaube ich, wissen muss, ist, wie war die Situation damals? Damals war es trotzdem schwer, über das Meer nach Griechenland zu kommen. Aber sobald man auf einer griechischen Insel war, konnte man mit einem ganz normalen Boot aufs griechische Festland gelangen, konnte dann innerhalb von Griechenland und innerhalb der Balkanstaaten mit Bussen und mit Zügen quasi weiter Richtung Norden kommen. Genau, all das hat sich im März 2016 geändert und davon ist halt dieser EU-Türkei-Deal ein großer Teil. Was dieser Deal besagt, ist, dass alle Geflüchteten, die illegal in Griechenland ankommen, zurückgebracht werden können, illegal von der Türkei in Griechenland ankommen, zurückgebracht werden können in die Türkei. Dazu muss man wissen, es gibt keinen legalen Weg für Geflüchtete von der Türkei nach Griechenland zu kommen. Das heißt, alle können zurückgesendet werden. Außerdem alle Geflüchteten, deren Asyl abgelehnt wird, können zurückgeschickt werden in die Türkei. Als Gegenleistung hat die Türkei zugesagt, die alle anzunehmen, ihre Grenzen zu schützen, sozusagen diese Route über die Ägäis zu schließen und Europa sollte für jede Person, die die Türkei zurücknimmt, sozusagen eine syrische geflüchtete Person resetteln, sozusagen. Also die sollte von der Türkei nach Europa kommen, also so ein Austausch sozusagen. Dazu muss ich kurz sagen, nichts davon ist jemals wirklich in irgendwie relevanten Zahlen passiert. Es sind ungefähr 3.000 Leute von Griechenland zurück in die Türkei gebracht worden. Ungefähr 7.000 Leute wurden resettelt. Also das ist innerhalb von 7 Jahren eine lächerliche Zahl. Aber was anderes, was Teil dieses Agreements ist, sind 6 Milliarden Euro, die die EU an die Türkei gezahlt hat für Support von Geflüchteten. Genau, also das ist quasi, was dieser Deal enthält. Was er faktisch macht, ist eine Verletzung des Rechts auf Asyl, weil Menschen nicht Asyl stellen können, sondern direkt zurückgeschickt werden können. Eine totale Verlagerung der Verantwortung der EU, sich um die Sicherheit der Menschen zu kümmern, weil es gibt viele Anschuldigungen, wie Menschenrechte in der Türkei verletzt werden. Und es hat zu einer unglaublich schlimmen Situation auf den griechischen Inseln geführt, weil Überraschung, die Bürokratie ist natürlich viel zu langsam, um Leute schnell zurückzuschicken in die Türkei, sondern es ist ein langer Prozess. Und während dieses Prozesses wurden die Menschen auf den Inseln gehalten. Wir erinnern uns an völlig überfülltes Moria, Feuer in Moria und so weiter. Das ist quasi so eine direkte Folge, die von diesem EU-Türkei-Deal ausging.
Jetzt höre ich erstmal auf. Man hört dich nicht, Miriam. So Lisa just gave a kind of basic, very, very basic overview about what exactly is the EU-Turkey deal. So everyone who comes to Greece can be sent back to Turkey, which is one part of it. And another part, which I think is equally important, is that Turkey promised to close the border, which meant that from the beginning of the EU-Turkey deal, less people came across the sea to Greece than they did before, and that number has been declining. So das ist der EU-Türkei Deal. Als wir angefangen haben, als wir packen es an, vor mittlerweile über 3 Jahren, war der Auslöser, dass wir begonnen haben, die Situation auf den griechischen Inseln, die Situation auf Chios, die Situation auf Lesbos, die Situation auf Samos von Tausenden, auf Lesbos sogar Zehntausenden Menschen, die eingepfercht waren unter absolut unvorstellbaren, unmenschlichen Bedingungen und dort, hart gesagt, wie Tiere gehalten wurden. Sie durften nicht weiter nach Europa und sie sind aber nicht zurückgebracht worden und ihre Verfahren sind nicht bearbeitet worden. Vieles davon hat sich geändert im Laufe der letzten Jahre. Irgendwann haben wir angefangen, nicht nur nach Griechenland zu gucken, sondern uns auch nach Bosnien zu blicken, seit letztem Jahr auch nach Serbien. Denn es ist eben nicht nur eine Stelle, die davon betroffen ist, von diesem EU-Türkei-Deal, und nicht nur eine Stelle, wo die Menschen davon betroffen sind, dass es lebensgefährlich ist, wenn du Schutz suchen willst in Europa, wenn du Schutz suchen willst in der EU. So the question to you is, Alma, we're talking about the EU-Turkey deal. It was signed 7 years ago. You said you have been active for 4 years now. Have you witnessed any type of change within those 4 years you have been active, or maybe even before you started being active? So has the situation changed, people on the move in Bosnia or specifically in Velika Kladuša? It's been actually changing the whole time. Regarding the numbers, regarding the situation with the pushbacks, regarding the conditions of the people staying here. Not very much the conditions, maybe with the camps, but it's been changing the whole time. At the beginning, when the people started coming almost 5 years ago, the numbers were low. And then at some point we had more than 1,000 people in this. Kladuša is a very small town, so 1,000 people, that was really a lot. And then in the last year and a half, the numbers have been going down. And at the moment we are basically with several groups here and people who come to stay overnight and then go on again. So regarding the changes, these were the biggest ones that I've seen. When it comes to conditions, the people have mostly preferred to live outside of the camps. So that's still the same. Maybe during the winter, all the winters before, people were in the camps, but mostly the rest of the time, everybody was outside a camp. You turn off your microphone. Das heißt, kleinen Moment, das heißt, vor 5 Jahren haben die Menschen auf der Flucht angefangen, auch verstärkt nach Velika Kladuša zu kommen. Das ist ein ganz kleiner Ort, ein ganz, ganz kleiner Ort in Bosnien an der kroatischen Grenze. Und die Zahlen haben sich sehr verändert. Es gab dann Zeiten, da waren über 1000 Menschen in diesem Ort, über 1000 Menschen auf der Flucht, was für diesen kleinen Ort echt viel ist. Und dann sind die Zahlen auch wieder runtergegangen. Im Moment gibt es eigentlich nur kleinere Gruppen, die kommen, vielleicht 1, 2 Nächte übernachten und dann Alma sagt, on the game gehen. Da frage ich gleich nochmal nach und sie kann sie erklären, was damit gemeint ist. Das heißt, es hat sich die Menge an Menschen verändert, die diesen Weg gehen oder versuchen, diesen Weg zu gehen. Die Bedingungen, sagt Alma, haben sich nicht groß geändert. Und zwar weder die Bedingungen in den Lagern, die es gibt, noch die Bedingungen außerhalb der Lager. Und die meisten Menschen auf der Flucht, wenn sie die Wahl haben, haben es dort vorgezogen, außerhalb der Lager zu sein. Und sind eigentlich nur im Winter, wenn die Bedingungen besonders hart waren, teilweise in die Lager gegangen. So I'm going to ask you, Alma, you said they only stay for 1 or 2 nights and then they go on the game.
Can you explain yes, what I realize? Yes, it's a term that we've been using for years now. So they started calling it the game because when we asked for the explanation, they said you either win or lose. So that's why it's a game. Yeah, so they stay for a night or two, or just maybe for several hours until it gets dark if they come during the day, and then the game starts. Well, since we don't have many people now, so I would say most of the people who come manage to go from here. But the route through Bosnia has also changed in the last month. So now we have, for example, before most of the people would come to our canton, either Bihać or Velika Kladuša. But now it's moved, the place where they try to cross is now more on the eastern part of the country. This small place, but they don't stay there. People don't stay there. It's not the same as here still. They don't stay there. They come from the camps. And maybe it is now because similar to here, because they also stay there for several hours and then try to go. But I've seen people and I've heard that a lot of them also do manage to cross. Das heißt, die Route, das Game, die Frage, was ist das Game, das Spiel, wird es auf Deutsch übersetzt heißen, ist ein Begriff, den die Menschen auf der Flucht selber geprägt haben. Und als sie angefangen haben, darüber zu reden, und Alma sagt, den haben wir auch nachgefragt, warum benutzen sie diesen Begriff? Und die Erklärung ist, es ist wie ein Spiel, entweder du gewinnst oder du verlierst. So, wobei gewinnen heißt, du schaffst es, in die Sicherheit der EU zu gelangen, verlieren heißt, du riskierst deine körperliche Unversehrtheit, teilweise riskierst du auch dein Leben dabei. Die Routen, sagt Alma, haben sich auch verändert, auf den Menschen innerhalb Bosniens unterwegs sind und versuchen, von Bosnien aus in die Europäische Union zu gelangen. Es ist weniger jetzt über die Region, in der sie lebt, Velika Kladuša oder auch Bihać. Das hat sich teilweise verlagert hin weiter in den Osten Bosniens. Ihr Eindruck ist, dass es im Moment ein relativ hoher Anteil der Menschen schafft, rüberzukommen, denn sie kommen nicht wieder zurück. So, woraus sie schließt, dass sie es geschafft haben, die Grenze zu überqueren. Es sind aber zahlenmäßig viel, viel weniger, als es in der Vergangenheit waren. So one final question to you, Alma, and then it's Betty. You said routes have changed. Can you turn off your microphone? So you said routes have changed. They have changed over the past 5 years. Numbers have changed over the 5 years, but you also have the impression that routes within Bosnia have changed over the last couple of months even. What is your explanation for that? The latest information from the people who are coming from Serbia to Tuzla, which is also near the border with Serbia, they say that they've heard, and it is true, it has been happening in the last months when we still had more people here. The problem is that the police at our canton collects whoever they find, they bring them to the camp in Bihać. And people don't want to go to the camp because it's far from any border. So it's far to go to try to cross. So they prefer going this other way. That was their main explanation for this. Das heißt, dass die Routen sich geändert haben, liegt daran, dass Bosnien ist ja in Bosnien-Herzegowina, ist in Kantone unterteilt. Der Kanton Una-Sana-Kanton, in dem Velika Kladuša und Bihać leben, dort ist gerade auch im letzten Jahr verstärkt die Polizei vorgegangen, hat Menschen, die im Dschungel, im Wald, wo auch immer gelebt haben, eingesammelt, mitgenommen gegen ihren Willen in ein relativ großes Lager in oder bei Bihać gebracht, gezwungenermaßen. Und die Menschen, die auf dem Weg in die Sicherheit Europas sind, die wollen das vermeiden, denn dieses Lager ist unglaublich weit weg von jeder Ortschaft und auch unglaublich weit weg von jeder Möglichkeit, die Grenze zu überqueren. Und da aber die Polizei im Una-Sana-Kanton das sehr, sehr häufig und sehr, sehr gründlich in Anführungszeichen macht, hat die Route sich geändert und die Menschen gehen zum Beispiel eher über Tuzla und dann von da aus möglicherweise auch nach Serbien weiter. This brings us to Betty and what is happening in Serbia.
So Alma just said routes have changed now very recently. People don't try and cross that much from Velika Kladuša, but they might take a route that leads them through Serbia. So the question to you, Betty, is looking back over, you have been there for 1 year, but you probably know what happened before you came. So how have things changed over the past 7 years, situation for people on the move in Serbia? Absolutely. And I think similar to Alma, like things ebb and flow, of course, at these borders, especially between Serbia and Bosnia, which are both part of the Western Balkan route that, at least for the last year, has been documented in many cases to be the most popular, let's say, entry route into the EU at the moment. So I can speak to, let's say, the past 7 years from my personal experience, but of course, to my understanding, there was definitely an influx before 2016 in terms of migratory flows into and people on the move into the EU. But unfortunately, we've seen the fortification, militarization, and securitization of these borders, especially on the Hungarian and Serbian side, which has made people's journeys very much difficult in Serbia. And this has been quite consistent throughout the past 7 years when we talk about a lot of people being stuck in Serbia with little support structures, and also a failure for the Serbian government a lot of times to continue investing in the support and protection of people on the move who are stuck in this situation. And even when people do try to cross or go on game, as Alma referred to, they're met with increased different forms of violence at the borders, and of course, illegal pushbacks where the lack of recognition of their request for asylum. So over and over again, these people's rights have been violated on different fronts as they pass through and stay in Serbia. And in terms of the migration levels, of course, it has ebbed and flowed, but I would say there was really a significant increase in 2022. So even from our personal experiences as collective aid, if we go into an informal settlement or a squat to do a distribution, we might see in the past 50, 80, 100 people. But in 2020, particularly in the summer and fall, we will regularly do distributions for 500 to 700 people who are staying at the squat. And this is just per one location. And we've seen multiple different types of these informal settlements grow and grow across the area. But of course, with that comes even harsher backlash and state response, but also EU's response to align a lot of Serbia's migration policies with theirs. And so we've seen multiple steps such as regular evictions, more surveillance of people on the move and more harassment of people on the move, more actions to evict and take people to camps so they're moved away from the borders. Also different policy changes to end visa agreements with various countries to try and curb the number of people who might come to fly into Serbia. So all of these policy changes and larger macro political responses were combined, especially came to kind of a heightening in the end of 2022. And this continues to be the discussion and actions taken by the EU and also the Serbian government. So now, compared to what I was mentioning in 2022, when we were seeing heights of people coming in, now it's very much not the case anymore, especially for the last 2-3 months. We've seen really drop in the numbers, and this could be attributed to, of course, winter, like Alma said, some people stay in camps, but a lot of it was also because of the consequences of these actions. Manches von dem, was Betty gerade geschildert hat für die Situation und die Veränderung auf der Situation in Serbien, ist sehr ähnlich zu dem, was Alma vorher gesagt hat. Das heißt, das war eine der hauptsächlich gewählten Routen
die dann durch Serbien und eigentlich von da aus weiter zum Beispiel auch nach Ungarn gehen sollte. Gleichzeitig ist aber nach 2016 gerade auch diese Teile der Europäischen Union, also die Grenze Ungarns, ganz massiv befestigt worden, ganz massiv auch repressiv dort vorgegangen worden gegen Menschen, die versuchen, die Grenze zu überqueren. Ein ganz zentrales Thema, ihr habt den englischen Begriff eben bei Betty schon gehört, sind illegale Pushbacks. Das bedeutet, dass Menschen, die das Recht haben, das international und europäisch verbriefte Recht, um Aufnahme zum Zweck der Antragstellung auf Asyl zu bekommen, dass die nicht die Möglichkeit erhalten, diesen Antrag zu stellen, was eher ein verbrieftes Recht wäre, sondern illegal und in der Regel auch gewaltsam wieder zurückgedrängt werden über die Grenze außerhalb der Europäischen Union. Betty hat erzählt, dass aber nicht nur von der Europäischen Union aus, dass dieses Grenzregime ganz massiv verstärkt und, wie gesagt, auch militarisiert worden ist, auch eine ganz starke Kriminalisierung von Flucht dabei stattgefunden hat, sondern auch von der serbischen Seite aus. Das heißt, es gibt mehr Überwachung, es gibt mehr Kontrolle, es gibt mehr Schikane. In den letzten Monaten gibt es auch dort verstärkt, dass Menschen, die quasi unorganisiert oder selbstorganisiert dort irgendwo leben, gegen ihren Willen eingesammelt werden, ähnlich wie es Alma auch erzählt hat in Bosnien, und in Lager in Serbien gebracht werden, zwangsweise. Und was Betty auch beschrieben hat, ist, dass es in den letzten Monaten, dass es in 2022 mehr Leute waren, als sie jemals dort erlebt haben in den vergangenen Jahren, im Sommer und im Herbst. Und dass in den letzten paar Monaten die Zahlen ganz, ganz drastisch nach unten gegangen sind. Und dass die Erklärung, die Sie dafür haben, die Analyse, die Sie haben, ist einerseits klar, es hat immer auch was mit Winter zu tun. Winter ist kalt, das Wetter ist schlecht. Menschen versuchen es vielleicht weniger oder bleiben in den Lagern, weil es dort ein bisschen mehr Versorgung gibt. Aber es hat auch was damit zu tun, dass auch von Serbien aus, dieses Grenzregime verschlimmert, verstärkt worden ist. Das heißt, Leute kriegen keine Visa mehr, die früher Visa bekommen haben, um zumindest nach Serbien legal einzureisen. Es gibt, wie gesagt, mehr Überwachung, mehr Kriminalisierung und auch mehr Repression Menschen auf der Flucht gegenüber. So I have one more question to you, Betty, because I think we all understand, not in the sense that we think it's a good idea, but we understand the logic of the European Union closing its borders and of the European Union creating this fortress Europe like Hungary does with their border. But why does Serbia do it? I think there, of course, are quite a lot of reasons politically and historically why Serbia would align its policies to the EU. But as we understand currently, I think one of the main things is this idea of EU membership or entry into the EU. And so Serbia has, historically never been a EU member and have worked its way to meet certain economic and other indicators to be able to participate and join the European Union. And I think at this moment as well, this migration policy piece has really become a biting piece or a bargaining chip on the EU's end as well to head these negotiations and discussions with the Serbian government, and in a way pressure the government itself to align its policies with that of the EU for the promise of potential EU membership in the future. And this has been stated. This is not just speculation. I mean, this is quite openly discussed among some of these discussions at a higher level. And we have seen that, of course, Serbia is responding in the way that EU will want it to in terms of aligning its policies. And I think inherently as well, Serbia is not it is on the path to economic growth, but it is not an economic prosperous country, as we understand. And there has been a lot of turmoil the country has gone through as well in its recent history. And so I think a lot of the public rhetoric is also about the economic burden of supporting people on the move. Even though we understand this is only a transit country, a lot of the public feel that there must be this economic burden that Serbia need to carry in order to respond and set up its asylum system. And I think that's also within the country, one of the key arguments for some of the backlash against supporting people on the move.
Das heißt, wenn wir uns den EU-Türkei-Deal noch mal kurz ranholen, da ging es darum, die Türkei hat ganz viel Geld dafür bekommen, unglaublich viel Geld dafür bekommen, dass sie sozusagen Grenzpolizist für die EU spielt, dass sie ihre eigenen Grenzen selber dicht macht und selber dafür sorgt, dass Menschen auf der Flucht von nicht mehr oder wesentlich weniger und wesentlich gefährlicher von der Türkei aus in die EU kommen. Betty hat erklärt, dass es auf Serbien geguckt hat, noch einen ganz anderen wichtigen Faktor gibt. Sie hatte das genannt, das ist so eine Art Verhandlungsmasse. Ich würde es vielleicht noch erhöhen und sagen, es hat so einen Hauch von Erpressung, nämlich, dass Serbien unglaublich gerne in die EU möchte. Und dass es sehr viele ökonomische Vorteile für Serbien hätte. Serbien einen sehr langen Weg zurückgelegt hat, um all das zu erreichen, was so ein Land leisten muss, um in die EU Mitglied werden zu dürfen. Und das, was jetzt als letztes kommt, ist, ihr müsst eure Flüchtlingspolitik, ihr müsst eure Migrationspolitik ändern. Das heißt, wenn ihr das tut, dann seid ihr der Mitgliedschaft in der EU gleich ganz, ganz, ganz viel näher, als ihr das sonst sein würdet. Und das funktioniert und das führt dazu, dass sie selber ihre Migrationspolitik, ihre Abschottungspolitik immer mehr an die der EU angleichen, an die der EU annähern. Und ein zweiter Punkt dabei, ein zweites Argument ist, Serbien ist wirklich kein reiches Land, es ist keine sehr reiche Gesellschaft, im Gegenteil. Es ist ja so teuer, wenn wir die Menschen versorgen müssen, die hier bei uns hängen bleiben. So, und Betty sagt, eigentlich wäre es ein Transitland, weil die meisten Menschen auf der Flucht wollen nicht in Serbien bleiben, weil Serbien halt ein unglaublich armes Land ist, sondern wollen weiter Richtung Westen. Trotzdem ist der Diskurs so, wir können uns das nicht leisten, also wir als serbische Gesellschaft können uns das nicht leisten. Und deshalb ist ein weiterer Grund, warum auch wir jetzt unsere Grenzen dicht machen müssen. Und zwar nicht nur vertretungsweise in die EU rein, sondern auch die Grenzen für Menschen auf der Flucht nach Serbien rein. Damit würde ich jetzt erstmal ganz kurz, also es gibt ganz viele Punkte, über die wir noch anknüpfen werden und können. There are many issues you raised, Betty and Alma, that we have to come back to. But I would like just to get Lisa into the discussion as well. Lisa, die beiden haben jetzt erzählt, Situation in Bosnien, Situation in Serbien, was hat sich dort verändert seit EU-Türkei-Deal, aber auch nochmal ganz besonders, was hat sich in letzter Zeit dort verändert. Was hat denn eigentlich wir packen es an damit zu tun? Ja, also ich glaube, dass sich einfach in den letzten 2 oder vielleicht sogar 3 Jahren die Situation schon noch mal verändert hat. Also die Situation auf der Balkanroute ist quasi seit 7 Jahren problematisch. Seit 7 Jahren hängen Menschen da fest. Aber die Gewalt, die an den Grenzen passiert und in welcher, mit welcher Gewalt diese Pushbacks stattfinden, ist schon nochmal, hat sich auf jeden Fall verändert in den letzten Jahren und ist einfach krass gestiegen. Und ich glaube, es gab auch viele Organisationen, die waren vor 7 Jahren da, aber da hat sich auch einfach viel verändert. Es gab auch viele GroßspenderInnen, die irgendwie Projekte in Serbien finanziert haben, die sich immer wieder rausziehen. Also es ist einfach ein ständiger Wechsel und ich glaube, so wir packen es an, ist einfach auch gerade in letzter Zeit eingesprungen für viele Projekte, die sonst einfach nicht weitermachen könnten, auch weil diese Region einfach total viel vergessen wird. Genau, also ich weiß ehrlich gesagt, also vielleicht kann Alma noch mal was dazu sagen, wie die Kooperation mit Rahma zustande kam, weil da war ich gar nicht so involviert und war jetzt vielmehr auch involviert in die Kooperation, die wir in Serbien angefangen haben. Und da hatte das auf jeden Fall auch damit zu tun, dass die Zahlen noch mal so stark gestiegen sind in Serbien, weil vor 3 Jahren, glaube ich, war das ziemlich low und dann schon 2021 gingen die Zahlen hoch und wie Betty jetzt meinte, 2022 war ein Peak, also da waren die Zahlen vergleichbar mit 2016. Vor der Schließung der Balkanroute. Und deshalb glaube ich, wir sind eingesprungen, weil da Menschen festsitzen und vergessen werden und versorgt werden müssen. Und was klar ist und was sich seit 7 Jahren nicht verändert hat, ist, dass das alles gestemmt wird von kleinen Organisationen wie Collective Aid, wie Rahma und finanziert wird von kleinen Organisationen wie uns, was alles auf Spenden basiert ist und was Arbeit ist, die ehrenamtlich gemacht wird. Und also ich weiß, dass vielen das nicht klar ist und auch vielen Geflüchteten ist es tatsächlich nicht klar, dass wir nicht die UN sind, wenn wir dort arbeiten, sondern dass es wirklich auf Spenden basiert, durch die Zivilgesellschaft gestützt wird, dass Menschen dort nicht verhungern und erfrieren. Genau. So I ask Lisa, what exactly does Wir packen's an have to do with the situation in Serbia, the situation in Bosnia?
And she said that the situation there has not changed that much. The numbers have changed, but the situation has not changed that much. What has changed on the one hand is the violence of the pushbacks, the frequency and the violence of the pushbacks. And what also has changed is that organizations, small civil society organizations who might have been active 6 or 7 years ago are no longer active or no longer have the funding to be active. So 2 years ago, Wir Packen es an started jumping in feet first to fill a gap. And in Bosnia, and now they've started doing the same in Serbia, because the organization, all the support for refugees or people on the move is provided by very small civil society NGOs, which is most people in Germany are not aware of. Most of the refugees themselves are not aware of that we are not the United Nations or we are not the UNHCR, but it's very small, very completely volunteer-based NGOs who actually make sure that people don't freeze to death and don't starve. Lisa said she is much more aware of how cooperation started in Serbia, because that's some place where she has been active herself, and she was involved in starting the cooperation with collective aid, for instance, with you, Betty. But she wanted to ask you, Alma, maybe you could say a few words about how cooperation started for you and Rahma with Wir Packen es an, because that was much earlier. Yeah, it was much earlier, and it was at a time when we had other people here, meaning other organizations also helping. And as you remember, we came in contact through another organization, but unlike some other organizations who left us, you're still here. So yeah, I guess you've seen the situation yourself when you came, and even though things have changed, we are very glad that you're still with us. As I said, at that time when we had a lot of people here, a lot of organizations would come when they see the situation. Yes, a lot of them helped at that time. But when the numbers went down, not many people stayed with us. It was like, okay, when everybody was talking about the situation in Bosnia, then everybody was interested in it. And then when nobody talked anymore, when there weren't any reporters telling the people what's happening here, then it seemed like everybody left. So that also has changed. Das ist entstanden, die Kooperation, sagt Alma, zu einem Zeitpunkt, wo, also dass wir uns das erste Mal begegnet sind, also auch Alma und ich uns das erste Mal begegnet sind, das war am Anfang 2021, also vor etwas über 2 Jahren. Und da gab's mehr Aufmerksamkeit für Bosnien, für die Situation von Geflüchteten in Bosnien und vor allen Dingen auch in der Region Bihać und Velika Kladuša. Und das ergänzt sich jetzt, hat Alma nicht gesagt, denn da war kurz nach Weihnachten das Lager Lipa abgebrannt. Das ist ein Lager in der Nähe von Bihać, was da oben könnte man es fast sagen, in Bergen liegt. Das ist abgebrannt, kurz nach Weihnachten, wenn ich mich richtig erinnere. Und dann gab es die Bilder von Menschen, die in Flipflops und T-Shirt in dünne Decken gewickelt in so hohem Schnee standen. So, es war teilweise nachts -8 Grad, -10 Grad. Und das hat ganz viel Aufmerksamkeit gebracht. Und dann gab es viele Hilfsorganisationen, die da waren. Und dann sagt Alma, und dann gab es irgendwann keine Aufmerksamkeit mehr und keine Medien mehr und keine Öffentlichkeit mehr dafür. Und dann gab es einfach einmal auch keine natürlich Unterstützung mehr und keine anderen Hilfsorganisationen. Und sie sagt, das fand ich gerade sehr schön. Das Schöne daran, an Wir packen es an, ist, wir sind immer noch da, obwohl es gerade keine Aufmerksamkeit mehr gibt und keine Medienberichte darüber. Lisa, du wolltest was sagen. Ja, ich wollte das einfach nur noch mal kurz hervorheben, dass es einfach sehr, sehr wichtig ist, dass es gibt einfach Strukturen in Serbien und in Bosnien, die gibt es jetzt seit
vielen Jahren, also teilweise auch schon seit 7 Jahren oder 5 Jahren oder 3 Jahren. Und diese Strukturen bauen sich auf, aber die sind natürlich auch abhängig von Spenden und abhängig von Aufmerksamkeit. Und was Alma gerade gesagt hat, die Aufmerksamkeit geht runter, wenn nicht mehr so viele Menschen da sind. Und ich glaube, so von meiner Perspektive, ich schaue jetzt seit 7 Jahren auf diese Region und die Zahlen gehen halt die ganze Zeit hoch und gehen runter. Und immer wenn sie runtergehen, dann schaut niemand mehr hin. Und immer wenn es nicht totale Katastrophe ist, dann schaut niemand mehr hin. Aber es ist nur nicht die totale Katastrophe, weil halt die ganze Zeit Organisationen da sind, die das auffangen. Und ich habe das jetzt auch letztes Jahr mitbekommen, dadurch, dass es ja auch so ein Shift gab irgendwie von Bosnien nach Serbien. Plötzlich gingen die Zahlen hoch in Serbien, runter in Bosnien. Und die bosnischen die Organisationen, die in Bosnien sind, hinterfragen dann die ganze Zeit, sollten wir hier sein, ist es berechtigt und so weiter. Und ich glaube, das ist halt so wichtig, diese Strukturen zu erhalten. Also auch wenn die Zahlen halt mal runtergehen, dann müssen die Strukturen, die sich über lange Zeit aufgebaut haben, halt trotzdem irgendwie erhalten werden, damit, wenn die Zahlen wieder hochgehen, da Menschen sind, die sich auskennen und irgendwie also schnell reagiert werden kann. Und ich finde das einfach sehr wichtig, das nochmal hervorzuheben, dass es super problematisch ist für die Organisationen vor Ort, dadurch, dass die Aufmerksamkeit die ganze Zeit sich so verändert und dass es wichtig ist, einfach konstant diesen Support zu erhalten. So Lisa, I wanted to support something Alma said, which is there are certain instances in time when there is attention there, when there's media attention there, when there is public attention, then the small organizations on the ground get support. Then attention shifts to, I don't know, that time it was Lipa burned down, so the next catastrophe was maybe Moria, or it was Chios, or it was somewhere else. So the whole attention shifts. And that means donations, money shifts as well away from those spots. And these I wanted to emphasize the importance of, even if there's not that much attention, or even if the numbers of the people on the move change, that the infrastructure needs to be kept up. Because when you look back over the past 7 years, there were times when there were many people in Velika Kladuša, there were times when there were many people in Serbia. Then again, routes shifted, routes changed, numbers changed. But the infrastructure needs to be there for the time when they shift back again. So even at times when there are not many people, when there's no public attention, when there's no media interest, the infrastructure needs to be kept alive. And but this is something most people, the public, doesn't understand. So, Betty, infrastructure that needs to be there to basically fulfill the job of the state authorities, because providing for people in need is not a job for NGOs. Providing for people in need who have the right to ask for asylum is obviously a job for the state or state authorities or state agencies or multi-state agencies. So when you look at the infrastructure in Serbia, did you face problems? Because we saw that in other spots, that in the minute the war in Ukraine started, the little bit of donations, the little bit of support you had, even though there was no attention, went away as well. So the infrastructure that is so necessary to keep up the support work was in danger of collapsing completely. So there was no money, there was no even volunteers were more difficult to get. There were less donations, and there were even less like warm clothes or whatever, because everybody wanted to give their donations to people in or people from the Ukraine. Was that the same situation in Serbia for you for collective aid? Yes, absolutely. And I mean, even though I've been based here since last summer, I've seen kind of the ebb and flow of this whole cycle. And I cannot emphasize just how important that piece you were all talking about around having consistent support is, because when we were facing these rocket high numbers of working with 4,000 to 5,000 people every month, we were working off a budget that was built for around 2,000, because that was the budget allocated and predicted for us at that moment. And everything was a huge stretch. And in a way that
not only can you not provide for people, you're also not providing services with dignity, because you are so stretched in that way, and you cannot necessarily make a significant impact, let's say, with the food we're giving to support the nutritional value they might even need for partially of the day. So then if you don't have these type of financial support and infrastructure, a lot of your work becomes symbolic in some ways instead of actually supporting people through that journey. And that was really, really challenging to understand where we draw the line. Do we support all 5,000 but are stretched thin? Or do we try and support 300, 500, 1,000, but do it really well? And that was the question we all tried to it was an impossible equation to solve. And especially when you mentioned that when state actors are not there to provide the support that's guaranteed, that puts a lot more pressure for you on your project to be there. And I also thought that, you know, in the fall, we got a lot of media attention, and this is now when the funds are really coming in. We have a lot of really awesome supporters here at the moment who are dedicating their attention and donations here. And that's wonderful. And now we can provide a lot more for a smaller population with more dignity, with better equipment and everything like that. But at the same time, there's always this lag, right, of when we really need it. And so this is why consistent, not just responsive funding is really important. That's the funding piece. And then you also mentioned some of the material donation piece, which is always a challenge for the Balkans, not only because it is quite under focus, despite it being the most popular route or most populated route last year for entry into the EU. It's also difficult from a legal and customs perspective, of course, to ship goods outside of the EU. And so this has always been a challenge in terms of how we get our donations here. And during specifically the peak of the crisis last year, with a lot of aid being sent to Ukraine, we actually got a lot more diverted aid that came from Ukraine because they no longer needed it at the spot that was originally dedicated to, right? So I think on one hand, we were very grateful for this material aid because we were running quite short. But at the same time, it was also seeing that I do think like Greece, Ukraine get a lot of coverage for what is going on, which is rightfully deserved, but at the same time, making space for these type of locations and projects is so important, especially because of the lag of funding and material aid that does come in. Das heißt, die Situation in Serbien war besonders auch letzten Sommer echt schwierig, weil sie bestimmte Pläne auch hatten, bestimmtes Budget hatten, was sie angenommen haben, wie viele Menschen versorgt werden müssten. Auf einmal hatten sie aber doppelt oder dreifach so viele Menschen dort, die versorgt werden müssten. Und dann ist es nicht nur eine praktische Frage und eine logistische Frage, sondern es ist dann auch eine moralische und eine ethische Frage. Wann ist die Unterstützung, die wir leisten, wann ist sie nicht mehr würdevoll? Also wenn ich so wenig habe, dass es nicht für alle reicht oder dass, wenn ich es allen gebe, es eigentlich nicht mal mehr der berühmte Tropfen auf den heißen Stein ist, was mache ich dann damit? Also gebe ich dann allen viel zu wenig, was eigentlich nur noch symbolisch dann ist, oder suche ich mir eine kleinere Gruppe aus, die ich dann aber würdevoll und ausreichend versorgen kann? Und das ist eine unmögliche Situation, die nicht auflösbar ist. Und die ist deshalb nicht auflösbar, weil, was Lisa vorhin auch schon gesagt hat, weil die Unterstützung geleistet wird von kleinen NGOs und Freiwilligen, die natürlich nicht in der Lage sind, mal eben von jetzt auf gleich statt 2.000 Leuten 5.000 Leute zu versorgen. So, das ist, und das heißt, dass die Infrastruktur, was Lisa ja auch angesprochen hat, aufrechterhalten wird, auch durch diese Schwankungen hindurch, weil du eben nie weißt, wann andere Zahlen kommen. Du nie weißt, wann sich eine Route ändert, wann mehr Menschen kommen. Noch dazu Situationen mit dieser Balkanroute, was Betty jetzt schon zum zweiten Mal betont hat, das ist aufs letzte Jahr geguckt, der Zugangsweg für Menschen auf der Flucht in die EU, der am meisten benutzt wird. Was nicht heißt, dass er am sichersten ist und nicht heißt, dass er am ungefährlichsten ist, aber es ist vielleicht der gerade am gangbarsten wirkt für Menschen, die sich auf den Weg machen müssen nach Europa. Und trotzdem hat es eigentlich keine Aufmerksamkeit und es ist nicht sichtbar, es wird nicht gesehen,
Es wird nicht dargestellt in öffentlichen Medien, was heißt, es bekommt kein Funding, es bekommt keine finanzielle Unterstützung und es bekommt schon gar nicht dann, wenn es auf einmal mehr Menschen werden, ganz schnell die Unterstützung. And I would like to pick up one of the issues you raised, Betty, and go to Alma with that, the issue of supporting people on the move with dignity. Because I remember, I think it was almost 2 years ago, Alma has been to Berlin for a public meeting we'd organized. And she was on the panel, and there was also the question, what is the worst? Something like, what is the worst that people on the move are confronted with? Or what do they need most? And Alma's answer, as I remember, was, no, it's not food and it's not clothes, but it's being treated with dignity. So, Alma, how would you, and you have experienced yourself with the situation that you don't have enough for everyone, or you don't have what people really need. So how do you solve this equation of supporting people on the move with dignity? I was listening to Betty speaking about the situation now when they have a lot of things to give. And I remembered how it seemed easier when we had more people here, because then everybody was bringing something. When we don't have, I mean, this problem, and it has always been very difficult to treat everybody the same, to help everybody. If you have 3 pairs of shoes and 10 people asking for them, and then how do you decide what to do? Like, we've struggled with this so many times. And I remember every time new volunteers would come here, they would go crazy. Like, after some time, we learned, I don't know if it was a good way ever, but we somehow decided that we need to decide again who gets it, who doesn't. And I remembered volunteers just going crazy about it. Like, what do we do now? What do we do? It's very difficult. They would go and buy things with their own money sometimes if they can't. This problem has always been very difficult. It has always been difficult to treat people the same and to show them that you actually do understand and that you do respect them. Because I always, as I said before, I think that that's the most important thing here. A lot of time you would hear people saying, thank you for the food, thank you for the shoes, for everything. But what we appreciate the most is being treated as humans. I've seen a lot of cases when they weren't treated as we should treat everybody. And it hurt me a lot, but it hurt me more when I saw that they were behaving, people on the move behaving as it was normal. During all these years, they got used to being treated badly. They got used to that. At some point, they thought, maybe they didn't, but they somehow accepted that that's how they're going to be treated. And I've heard a lot of times people saying, we don't need anything, just sit here with us, just listen and talk to us. And I think that has been something that I will remember always. It's not the hurrying around and bringing shoes and food, and it's how do people feel. It makes me very sad when they say that they are being treated very nicely in Bosnia, because I know how some people treat them, and if this is nice, it makes me wonder what they've been through in other countries. People go to Europe and they call me and I will never forget Bosnia. Bosnia is great, people are great. But then I think, okay, I'm glad to hear that. But then I think if we are great, God knows what happened to them before. I think it's a very complicated situation. And I think all these people who hopefully will eventually get to Europe, will be in some way damaged for the rest of their lives. I've seen a lot of people struggling like really, really badly while they were here, especially at the time when we had
different policies, and when the situation was more complex here, when people would go outside and they weren't allowed, for example, to sit in a local park, enter a cafe and have a coffee or whatever. So a lot of people being depressed, like very, very depressed here. A lot of people just sitting in the squats, in abandoned houses, not even going for a walk or anything, because they worry how local people will look at them. So that at some point it was very heavy here. It changed a year and a half ago when a lot of families came. Then the situation changed a bit, and I think it became easier. But I think it has always been very difficult, especially for single men. For women, children, for families in general, everybody had some compassion at least. But for single men, especially if they're alone, if they're traveling alone or in smaller groups without their family members, it has been very, very difficult. Das war jetzt sehr viel. Und ich hoffe, dass die meisten von euch zumindest im Groben verstanden haben, was Alma gesagt hat. Der Kern davon ist, wir können Essen geben, wir können Schuhe geben, wir können Leute versorgen. Aber das, was ihr auch immer wieder mitgeteilt worden ist von den Menschen auf der Flucht, denen sie begegnet ist, mit denen sie Kontakt geknüpft hat, mit denen sie ins Gespräch gekommen ist, war, also das, was uns am wichtigsten wäre, dass du dich einfach mit zu uns setzt und mit uns redest und uns zuhörst. Wäre in Almas Worten, dass du uns wie Menschen behandelst, dass du uns mit Respekt behandelst. Und das, was sie immer wieder sehr erschütternd findet, ist, dass sie ja weiß, wie in Bosnien und wie auch im Unasana-Kanton, in dem sie lebt, mit Menschen auf der Flucht umgegangen wird. Und zwar auf eine wirklich nicht respektvolle und menschliche Art und Weise. Wenn der Menschen auf der Flucht, mit denen sie sich austauschen, mit denen sie näher in Kontakt gekommen ist, ihr sagen, in Bosnien, da war es gut. Also die Menschen in Bosnien, die sind richtig nett mit uns umgegangen. Und sie dann denkt, um Himmels Willen, wie war denn das anderswo, wo die unterwegs waren, wenn das hier, was mit ihnen passiert, gut ist. Und Punkt, wenn ich für das, wie ich selber, die Anfangsfrage, wie können Alma oder Betty, wie können auch wir mit Respekt und unter der Achtung der Würde von Menschen, die unsere Unterstützung brauchen, weil sie keine andere Wahl haben. Die haben sich das ja nicht ausgesucht. Das heißt, wie kann man das leisten? Und Alma sagt, wir haben Situationen gehabt, da haben wir 10 Leute gehabt und wir haben 3 Paar Schuhe. Und 10 Leute brauchten Schuhe und wir hatten genau 3 Paar. So, was machst du denn dann? Und dann dahin zu kommen, ja, dann musst du entscheiden, wem du diese 3 Paar Schuhe gibst. Und das ist natürlich eine unerträgliche Situation, sowohl für die Menschen, die entscheiden müssen, als auch für die Menschen, die die Schuhe dann bekommen. Oder auch nicht. Und das ist auf einem etwas größeren Maßstab für uns, bei Wir packen es an. Nicht das Thema, wem geben wir die Paar Schuhe, denn wir sind nicht in Velika Kladuša oder wir sind auch nicht in Subotica. Aber wir haben zum Beispiel das Thema, wo schicken wir denn die Sachspenden hin, die wir zum Beispiel im vergangenen Winter viel weniger bekommen haben, weil so viel für die Ukraine gespendet worden ist. Lisa, wie ist denn das dann, wenn wir nicht genug haben, um alle unsere Partnerorganisationen und alle Spots zu versorgen? Ja, schwierig. Also fühlt sich auf jeden Fall nicht gut an. Und ja, ich glaube, die Sachspenden sind halt massiv zurückgegangen, auch letzten Winter. Und ich glaube, wir haben auch angefangen, dann mehr Organisationen finanziell zu unterstützen, aber auch unsere Spenden gehen massiv zurück. Ja. So that means for basically in the second line, you're in the first line supporting refugees themselves directly. We are supporting you so you can support the refugees. And even we realize last year or last winter, we did not have enough to provide for everyone who needed it. We did not have enough to send stuff to Bosnia and to Serbia and to Greece and to the islands and so on and so on and so on. So no matter, and it is like a network, but no matter on which point in the network you look, it's always not enough. And it's impossible
We will never be or never provide enough because small NGOs on the ground are simply not made for supporting thousands and tens of thousands of people in dire need. Wir haben jetzt eine Stunde unter uns geredet. Ich würde jetzt gerne, wir haben noch eine halbe Stunde, ich weiß, wir könnten noch unendlich lange weiterreden. Ich würde jetzt gerne für die letzte halbe Stunde den Raum hier mal öffnen, dass auch Menschen entweder, die hier direkt bei uns im Zoom sind, direkt sich melden können, Fragen stellen, oder ansonsten, wenn ihr auf Facebook, wenn ihr auf YouTube seid, schreibt Fragen in die Kommentare. Die werden dann hier an uns weitergereicht. Was habt ihr denn für Fragen? Ihr habt die Gelegenheit, ihr habt Alma, die selber Bosnierin ist, in Velika Kladuša lebt und seit dort Menschen auf der Flucht unterwegs sind, sie unterstützt. Ihr habt Betty, die hoch engagiert ist bei Collective Aid, viel weiß und auch ganz viel eigene Erfahrung hat über die Unterstützung in Serbien. Ihr habt Lisa hier, die in Bosnien und Serbien war und außerdem auch noch die Perspektive von, was machen wir denn dabei eigentlich kennt. Stellt mal eure Fragen. So I'm now going to open the discussion for questions from the audience. I know we could continue talking for at least another hour, but I would like to open the discussion for questions from the audience. Fragen bitte. Wer hier in Zoom eine Frage stellen möchte, am besten die digitale Hand heben. Dann sehe ich euch nämlich am besten. Genau. Ich sehe hier Severine. Ich nehme dich jetzt mal ran. Du müsstest deine Stummschaltung selber aufheben. Hallo. Kann man mich hören? Ja. First of all, thank you very much for the talk. It was really nice, really interesting. And I think I'm gonna ask my question in German, if that's fine. So, also jetzt gerade nochmal zu dem letzten Thema zurück, weil von weniger Bereitschaft oder von wenigen Spenden geredet wurde. Ist es weiterhin der Krieg in der Ukraine der Grund oder ist es einfach generell gerade, also was sind eure Vermutungen, dass einfach weniger Bereitschaft ist, Spenden oder ist halt, wie gesagt, der Krieg immerhin immer noch ein großer Grund? Okay, so the question is about the donations or the support. And do you think that the lack of support or that we get less support or less donation is still caused by the war in Ukraine and that people shifted their attention completely or have donated everything they can and simply can't afford to donate more? Or what do you think, what is your explanation for getting less support, getting less donations than maybe last year? So question goes to every one of you three, whoever wants to start answering. Wer von euch fängt an? Okay, Alma. Well, I think it's maybe both. As from my experience here in Bosnia, with local people, for example, we've had at the beginning a lot of people giving a lot of donations, meaning in food and clothes and whatever they could. But at some point it stopped, as probably because people didn't have anything to give anymore. So, but when it comes to donations from Europe, I think it's mostly, my opinion, because of the situation in Ukraine, because still a lot of donations go there. So maybe it's kind of both, but I would say that unfortunately we've seen it here. When the war started in Ukraine and people started fleeing the country, and some of them, we had people here in Sarajevo also. I've heard and I've seen people writing things as people from Ukraine are very much welcome here. People in Bosnia offering them their houses to stay in for free and any help they could. But at the same time, we had people here living outside, freezing in cold and being looked at with not very nicely, let's say it that way. So I think it has influenced the whole situation of a lot. Das heißt, Alma sagt, da gibt es zumindest jetzt auf Bosnien bezogen zwei Gründe. Der eine ist, dass die lokale bosnische Bevölkerung am Anfang sehr gegeben hat und sehr gespendet hat, also sowohl Kleidung als auch Geld, und die haben einfach nichts mehr.
So, das ist so der eine Aspekt. Und der andere sagt sie, ja, Krieg in der Ukraine, seitdem der begonnen hat, hat sich auch in Bosnien viel verändert. Es gibt auch Leute, die aus der Ukraine geflohen sind nach Sarajevo. Und grundsätzlich sind die Menschen sehr willkommen, werden sehr willkommen geheißen. Bosnische Menschen bieten denen ihre Häuser an. Und sie sagt, den Unterschied auszuhalten, dass es gleichzeitig Menschen gibt, die von anderswo geflohen sind und die schon seit langem irgendwo auf der Straße, im Wald oder in Ruinen leben und denen ganz anders begegnet wird, nämlich ablehnend begegnen wird, das ist schon heftig. So what do you think? Okay, Betty first, Lisa second. Yeah, I of course agree with Alma in terms of just in general how the discrepancy comes with supporting different types of population as well. I think of course generally to my understanding, donations in general have gone down in terms of people's willingness to donate at this moment, given very macro trends that are out of our control. But I also think, of course, there is the Ukraine factor, but also, I think the Balkan route has always suffered from the lack of awareness in terms of what is really going on here. And I think it was great that there was more exposure, at least at the peak of some of this, from what I've seen last year as well. But I also think a lot of the media present was not necessarily in favor of supporting migration. So I think equally we need more human representation and like larger awareness campaigns in general about not only the experience of people who are trying to cross into Europe, but actually where the tax dollars that people pay for are going in terms of enforcement and the violations of those, the trust that we place upon authorities to an extent is occurring at the EU borders that goes unflagged and under the radar for the broader public in general. Ja, also alles, was Alma sagt. Und hinzu, sagt Betty, gibt es noch dieses grundsätzliche Ich seh nix gegenüber der Situation auf der sogenannten Balkanroute. Das ist wie so ein blinder Fleck im zumindest westeuropäischen, auch deutschen öffentlichen Diskurs zum Thema Flucht und Migration. Das heißt, was es braucht, sagt Betty, ist viel mehr Aufmerksamkeit dafür, und zwar nicht nur irgendeine Art von Medienaufmerksamkeit, denn letztes Jahr gab es das für eine bestimmte Phase, aber das war eine großteils nicht sehr positive Berichterstattung. Also positiv im Sinne von auf die Bedürfnisse und auf die Rechte von Menschen auf der Flucht bezogen. Das heißt, was es eigentlich bräuchte, ist so eine Art Öffentlichkeitskampagne auch mal, die einerseits die Menschen, die dort unterwegs sind und was ist deren Situation, zeigt und dem Raum gibt. Und andererseits aber auch die Frage stellt, wo gehen denn eigentlich unsere Steuergelder hin? Und was machen eigentlich auch unsere Regierungen mit unseren Steuergeldern? Und wo werden da von Menschenrechtsverletzungen und auch körperliche Verletzungen von Menschen, rechtswidrige, an den Grenzen und gerade auch an den Grenzen entlang der Balkanroute finanziert? Lisa, was sagst du dazu? Das meiste wurde jetzt schon gesagt, aber also auf Severines Frage würde ich nur sagen, man muss es, glaube ich, ein bisschen auseinanderhalten. Und das sind irgendwie so kleine private SpenderInnen. Also da ist irgendwie die Spendenbereitschaft zurückgegangen. Ich glaube, es hat aber auch ganz viel mit so einem Krisenmodus zu tun. Also nicht nur, weil die Aufmerksamkeit geschiftet ist auf Ukraine, sondern auch, weil einfach dieses Wort Krise oder dieser Krisenstatus irgendwie jetzt seit einem Jahr so in unsere Köpfe reingehämmert wird irgendwie. Und alle, ich meine, steigende Preise, Inflation, alle irgendwie, glaube ich, Angst haben oder nicht mehr so freigebig sind. Also das ist, glaube ich, so meine Interpretation, was im Privaten passiert. Aber dazu kommt ja, dass einfach auch große Fundings sich zurückgezogen haben, was jetzt vor allem so Organisationen wie Organisationen auf der Balkanroute oder in Griechenland betrifft, dass sich einfach große Organisationen, die nur Funding geben, sozusagen sich plötzlich rausgezogen haben und in die Ukraine gegangen sind, weil es dort mehr Aufmerksamkeit gab. Und also genau, ich glaube, das ist für uns schon auch nochmal relevant zu sagen, dass wir einfach in Griechenland und in Serbien eingesprungen sind, um Strukturen zu erhalten, die davor andere finanziert haben und die sich halt einfach wirklich von heute auf morgen rausgezogen haben, was für viele Organisationen eine Katastrophe war. Ja. So, on top of everything you two said, Lisa says there's the individual person.
And part of their reason to not be able or willing or open-minded right now for support and donating might be this, it's crisis. We're in a major crisis, and this is the main discourse. The main public discourse is a discourse of crisis. This is one aspect, and the other one is that some of the bigger organizations, or really big civil society organizations who provided funding in Serbia or in Greece, they have completely pulled out and put their funding, put their attention, put the focus on the situation in Ukraine. So that's kind of working hand in hand. Ich würde gerne mal kurz nachhaken und hoffentlich gibt es danach dann die nächste Frage. Das klingt jetzt ja alles sehr fatalistisch. So ein bisschen. Ne? Wir kriegen keine Spenden, wir kriegen weniger Unterstützung, Strukturen wackeln. Was machen wir denn da? Weil wir hören ja nicht auf und wir geben ja auch nicht auf. Was machen wir denn, um sicherzustellen, dass das, was gebraucht wird, soweit wir das können, auch weiter existiert? So, this sounds a bit fatalistic, saying, well, situation's really bad, we don't get support, we don't get donations, but we're not going to give up. So what can we do? What can others do to help ensure that the type of infrastructure needed to support people on the move, as long as state actors don't do their bloody job, that these structures continue to exist? So what can we do? What can people who are listening now, what can they do to ensure that? Betty? Yeah, I think it comes from two levels. I think there's, of course, the idea of supporting with material or financial aid from your personal initiative or collectively in your community, and building kind of an effort to support directly. I think in the short term, that is something that we can all benefit from. But I think in the long term, it's more about the systemic change factor. And that means for us, it's thinking about the long-term advocacy and coordinated advocacy efforts that we can do starting in our own communities. And that means understanding and doing more research and being more aware collectively for you and your community around how, let's say, your local stakeholders are actually quite involved in the politics and the situation at the external EU borders. And being able to bring awareness to that community and engage, let's say, your government, your representatives for broader change. And I think this is where we're talking about a year, 3 year, 5 year, 10 years from now, where the change will actually come from. Because, I mean, in an ideal world, and this is what we all want, is for a lot of these grassroots support structures to no longer be needed in these spaces. And of course, we need to take both approaches of supporting these structures as much as we can, but also making sure that in the long term, we can actually eradicate the need for these structures through that conversation at a higher level. And that starts with that awareness that I think, especially the Balkanroute, as I was saying, was lacking a lot of times in most of the EU countries. Das heißt, einerseits natürlich alles tun, was wir tun können, um die Menschen auf der Flucht dort, gerade auch jetzt auf der Balkanroute, weiter zu unterstützen, um die Infrastruktur aufrechtzuerhalten. Ja, aber die Lösung, eine wirkliche Veränderung, muss eine systemische Veränderung sein. Das bedeutet politische Arbeit, das bedeutet Öffentlichkeitsarbeit, das bedeutet Advocacy-Arbeit, eventuell auch mit Abgeordneten, mit Parteien, mit Regierungsvertretern, Vertreterinnen. Ich würde mal sagen, das bedeutet für uns als Wir packen es an ganz viel, da ist Lisa gleich nochmal dran. Aber es bedeutet auch für jeden und jede Einzelne, die ja gerade zuhört, etwas. Denn das ist etwas, das kann ich auch tun, wenn ich kein Geld habe oder wenn ich nicht genug Geld habe, um gerade spenden zu können. Das heißt, natürlich kann ich Briefe an meine Abgeordnete schreiben, natürlich kann ich Mails schreiben, natürlich kann ich an Sprechstunden gehen, natürlich kann ich versuchen, eine Partei dazu zu kriegen, kleine Anfragen oder große zu stellen. Das sind alles Mittel, die wir haben und die wir auch nutzen müssen. Denn die Lösung wird nicht sein, dass auch die nächsten 20 Jahre noch kleine NGOs Leute betreuen, die auf der Flucht festsitzen an einer militarisierten Außengrenze. Alma, Lisa, you want to add? Wollt ihr was hinzufügen?
Well, I completely agree with what Betty said. I think this is all short-term help. I mean, it's been going on for years, but the real change needs to come, and I think raising awareness and getting as many people involved in this as possible, that would be a change that we need. And this will stop. I mean, we can't expect, as we see, the coming of the nation, it changes. So we can't really expect to have things here all the time, and we shouldn't even be having this, I guess. I think what we really need, what these people who are here need, they need to move on, not stay here needing our help at all. Das heißt, ganz wichtiger Punkt, den Alma gerade gesagt hat, eigentlich brauchen die Menschen, die jetzt in Bosnien, Velika Kladuša oder in Serbien an der Grenze in die EU festsitzen, die brauchen eigentlich nicht, dass sie dort, wo sie festsitzen, gezwungenermaßen unfreiwillig ein bisschen besser oder ein bisschen schlechter versorgt werden. Was sie brauchen, ist, über die Grenze rüberzukommen. Was die brauchen, ist, dorthin zu kommen, wo sie tatsächlich ankommen können und in Sicherheit sind. Und bei einer vergangenen Veranstaltung hat mein afghanischer Freund von uns, ein afghanischer Mensch mit Fluchtgeschichte, gesagt, na, es wird immer so getan, als ob, auch mit dem Begriff Geflüchtete, und die Flucht ist irgendwann vorbei, wenn du irgendwo ankommst. Aber er sagt, die Flucht ist erst dann vorbei, wenn du wirklich in Sicherheit bist. An Afghan friend of ours who was a refugee himself, he said that if you are on the move, if you're on the run, if you're fleeing, this is not over when you arrive anywhere. It's only over when you're safe. And people are not safe being stuck at the border in Velika Kladuša or in Subotica or wherever. People are safe when they arrive somewhere where they can stay, where they are welcome, where their rights are respected. Das heißt, sicher bin ich erst dann angekommen, wo meine Rechte berücksichtigt werden, wo ich tatsächlich auch in Sicherheit bin und wo ich weiß, dass ich bleiben kann. Lisa, was machen wir mit der Situation? Ja, also ich glaube, ich kann nicht so viel hinzufügen. Wir werden auf jeden Fall weitermachen. Also wir werden nicht weggucken und diese Region irgendwie im Blick behalten und sowas auf jeden Fall jede einzelne Person machen kann, auch wenn man kein Geld hat, das man spenden kann, ist, wie die beiden das gerade schon gesagt haben, halt politische Aufklärung darüber betreiben und einfach konstant darüber reden, weil es einfach eine Situation ist, die andauernd irgendwie in den Hintergrund gerät. Und so an diesen Grenzen werden halt jeden Tag wird das europäische Recht verletzt und es interessiert halt niemanden. Die zum Beispiel Collective Aid und andere Organisationen, die nehmen jetzt inzwischen auch so Violence Reports auf, also die dokumentieren, wie Leute misshandelt werden. Das ist super wichtig, die zu verbreiten. Das wird veröffentlicht, das kann man rumschicken. Also ich glaube, es geht so ganz viel darum, Aufmerksamkeit zu pushen dafür. Aber natürlich, so, wir machen zweimal im Jahr Sammelaktionen. Man kann immer Sachen spenden, die gebraucht werden. Wir werden weiter Transporte in die Region machen. Und so, ja, ich glaube, das ist das Einzige, was wir tun können. So Lisa says, like you two said, it's a double approach, and it needs to be both aspects. So the one is we need to do political work, or we all need to do political work, and we have to remember, we have to remind ourselves, and we have to remember, and we have to remind everyone else that every single day European right, European laws are broken, are violated at the eastern borders of the European Union, be it on the border to Bosnia or on the border to Serbia. And there's documentation about that. There's documentation, for instance, done by Collective Aid or by other organizations in Bosnia. And this documentation needs to be pushed. I wouldn't even say provided, but pushed on our political representatives. And the word needs to be spread. And at the same time, of course, we will continue sending aid trucks. We do collections for goods twice a year. So even if you don't have money, of course, you can send us warm jumpers or good hiking boots and so many more items that are needed, especially on the Balkan routes, because there is absolutely no official state support structure for the people on the move who are stuck there. Ich habe noch Fragen an die
Den Rest von euch, die hier zuhören, die ja entweder auf Zoom sind oder über Facebook oder YouTube zuhören, gibt es noch Fragen? Gibt es noch irgendwelche Fragen, Anmerkungen, Kommentare, die ihr habt zu dem, was die drei hier erzählt haben, was vor allem auch Alma und Betty erzählt haben von der Situation? Irgendwas, was ihr anmerken wollt, schreibt's rein. Oder wenn ihr hier im Zoom seid, hebt eure virtuelle Hand. Wenn nichts kommt, mache ich noch weiter mit einer letzten Frage an die drei. Bitte. Severine? Ja, also weil dieses ganze Gespräch jetzt ja eigentlich darum ging, irgendwie eine Bilanz zu ziehen zu dem Türkei-EU-Deal, stellt sich mir so ein bisschen die Frage, beziehungsweise ist vielleicht auch offensichtlich, ist es auch irgendwie im politischen Interesse oder kommt es irgendwie auf, dass es alles nicht so gelaufen ist, wie es hätte laufen sollen oder wie man sich es vorgestellt hat? Oder ist es also einfach nur jetzt für kleinere Gruppen oder Leute, die sich einsetzen wie wir, da offensichtlich? Oder sieht man auch irgendwie in der Politik vielleicht Kritik, die auch wirklich großes Aufmerksamkeit bekommt oder so? Ja, das hat mich gerade noch interessiert. Okay, ich übersetze das mal oder ich frage das nochmal in Englisch. Wenn ich das nicht den Kern treffe, Severine, dann melde dich nochmal, ja? So the question is about our starting point was the EU-Turkey deal 7 years ago. And then looking back on that as the final question is, Severine wants to know, do you think that in a way, the failure of the EU-Turkey deal in the sense of things didn't get better, things got worse? Do you think it's something that's only people like us are aware of, or small NGOs are aware of, or do you think it's something that also governments, parties, politics in the European Union, in Germany, and or wherever realize that the EU-Turkey deal failed in a way because it did not change the situation for the better? Das war jetzt, it's just a translation of the question, it's not my opinion. Das ist jetzt erstmal nur eine Übersetzung gewesen. Frage, so question goes to Alma, Betty, Lisa. Was glaubt ihr? What do you think? Should I start? No, let's start. So Betty? I can quickly go. I think that's a really, really big question. And of course, I think everyone can take different approaches based on where you're based and which governments and politicians and stakeholders that you're in touch with. Of course, it did not accomplish its goal in the way that it never prioritized the protection and well-being of ultimately the outcomes of people on the move. And I think in that way, and that reality, to an extent, is not prioritized in the public rhetoric, right? The public discourse is very much focused on the continuous influx rather than the conversation around how do we change our rhetoric to be a lot more inclusive, but also to talk about the real things of people will come because of their conditions and their home environment. And therefore, the discussion is no longer around how do we stop people from coming, but if they do come, what can we do to provide, resettle, integrate people with the protection and dignity that they need when they reach their destination, but also along the journey. And to that question around, has anything really changed in terms of reaching its goal, and are people aware of the consequences? I don't think people are having the right specific discussions around that. And I think the conversation stops when we just simply talk about the numbers, which completely dehumanizes the issue and the merits of the deal itself from the beginning. So that's my very high level opinion from a grassroots actor here. Sehr große Frage, sehr komplexe Frage. Versuch einer kurzen Antwort. Der Diskurs über diesen EU-Türkei-Deal fokussiert, zumindest wie er gesamtgesellschaftlich geführt wird, wie er öffentlich geführt wird, fokussiert auf Zahlen.
Und dadurch, dass es auf Zahlen fokussiert, kommen mehr oder kommen weniger Menschen auf der Flucht, schaffen es mehr oder weniger Menschen auf der Flucht bis in die EU rein. Werden die Menschen entmenschlicht, die dort unterwegs sind. Und statt darauf zu fokussieren, wie können Bedingungen so geschaffen werden, dass Flucht so wenig schlimm wie möglich ist, dass Menschenrechte dabei gewahrt werden, fokussiert die Auseinandersetzung, der Diskurs in den EU-Türkei, darüber kommen mehr oder kommen weniger Leute. Und das ist eine unmenschliche Diskussion, aber auch eine absurde Diskussion, denn Menschen werden weiterkommen. Punkt. Und sie werden weiterkommen aufgrund der Situationen, in denen sie sind und die sie verlassen. Das heißt, die Frage kann nicht sein, wie können wir da mehr oder weniger begrenzen oder wie können wir mehr oder weniger reinlassen. Eine Diskussion muss es sein, sie kommen sowieso. Das heißt, wie können wir eine menschliche und eine rechte wahrende Art der Aufnahme und auch Art des Schutzes, solange sie auf dem Fluchtweg sind, gewährleisten. Lisa, Alma. Ja, ich mache mal weiter. Also ich glaube, das meiste, was man dazu sagen kann, hat Betty jetzt auch schon gesagt. Ich glaube, was wichtig ist zu sehen, ist, dass eigentlich ziemlich offensichtlich ist, dass alles, was dieser Deal bewirkt hat, eigentlich nur eine absolut schlimme Verschlimmerung dieser Situation ist, ne? Sowohl auf der Balkanroute als auch auf den griechischen Inseln, als auch in der Türkei. Und ich glaube, es ist eigentlich klar und trotzdem dreht sich diese Diskussion ja weiter darum, wie können wir irgendwie die Zahl der Menschen, die die EU betreten, begrenzen, obwohl klar war, dass mit einem Deal das trotzdem nicht funktioniert, weil Menschen weiterkommen werden, weil die weiter Schutz suchen werden und weil die halt weiter alle Hürden versuchen zu überwinden, um in Sicherheit zu kommen. Und also ich glaube, es ist irgendwie nochmal wichtig zu erwähnen in dem Zusammenhang, dass es jetzt ja im Februar jetzt so eine außerordentliche Sitzung der Europäischen Kommission gab und da ja eigentlich hauptsächlich dabei rauskam, dass man jetzt die bulgarische Grenze zu der Türkei noch stärker schützen will. Da gibt es zwar schon einen Zaun, aber wie von der Leyen sagt, funktioniert der nicht richtig. Das heißt, es wird jetzt weiter ausgebaut, da gibt es jetzt mehr Grenzpolizei, da werden Wachtürme gebaut und so weiter. Also es ist weiter, nur was dabei rausgekommen ist, wir werden weiter die Grenzen schützen und mehr Geld in Überwachung der Grenzen und Grenzpolizei stecken. Und da denke ich mir, also verstanden hat es offensichtlich Europa noch nicht, dass es so nicht funktioniert und dass es dann andere Wege geben wird, wie die Menschen zu uns kommen. Aber es wird einfach nur das Leid quasi vergrößern, das Menschen erleiden müssen, um in Sicherheit zu kommen. So there was a meeting of the European Commission a few weeks ago, and on this meeting about migration and about the border regime, European border regime. And the main result of that meeting was that we have to fortify the border between Bulgaria and Turkey because there's still too many people coming across the fence that's already there. So it should be obvious that the deal failed in the sense of that the situation and the conditions for people on the move, for people fleeing to Europe, became worse. On the Greek islands, on the Greek mainland, on the Balkan, along the Balkan route, the conditions became worse. But still, the main discourse is about how can we continue fortifying the external borders, which is the only success, the only result this will bring is that migration routes become more and more dangerous and more people die. Because the routes get harder and harder and harder. It won't keep people from attempting the routes. It will just have the result of more people dying. Alma, anything you want to add? I don't have anything much different from what they already said. I just wanted to say that it has always seemed that for Europe, this has mostly been protecting the borders, as you just said. Like it's more concern for that part than about anything else. The whole Balkan route hasn't been very popular in public, let's say. People haven't talked about it enough, but we all know about some numbers. Big organizations, they only talk about numbers, if the numbers are big or so. I think Europe is mostly about protecting their borders
That's the biggest concern for them, and everything else. Das Hauptinteresse von Europa, das Hauptinteresse der Europäischen Union ist, die Grenzen zu schützen. Punkt. Und das war vor 7 Jahren so, als der EU-Türkei geschlossen wurde. Und das ist auch immer noch so. Und daran hat sich nichts geändert. Und große Organisationen, staatliche Institutionen, wenn sie reden, reden über Zahlen. Sie reden nicht über Menschen. Und ihr Interesse ist es, die Grenzen zu schützen, im Sinne von die Grenzen zu schließen, zu verschließen, denen gegenüber Menschen, die bei uns Schutz suchen wollen. Ich würde mit diesem letzten Satz von Alma gerne Schluss machen, unsere Diskussion heute beenden, obwohl wir ganz sicher noch lange und viel über dieses Thema und über seine Aspekte weiterreden könnten. So with this final statement by Alma, I would like to finish tonight's meeting. Vielen, vielen Dank an euch drei. Thank you so very much to all three of you for taking the time and for joining the discussion, for giving your insights. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt und dass ihr vor allen Dingen auch eure Eindrücke und eure Erkenntnisse mit uns geteilt habt, denn ihr habt Erfahrungen, die wir, die meisten von uns, die hier teilgenommen haben, nicht haben. Ich ganz persönlich sage jetzt ganz zum Schluss auch noch mal was dazu. Der Aufhänger war der EU-Türkei Deal und die Frage zum Schluss war er erfolgreich oder ist er gescheitert? Ich würde sagen, er war erfolgreich. I would say the EU-Turkey deal was successful denn das Ziel war, Flucht gefährlicher zu machen. Und das Ziel war, sie so gefährlich zu machen, dass weniger Menschen kommen. Because the goal behind the EU-Turkey deal was to make the routes to Europe more dangerous. So when Alma, Alma, ihr Mikrofon. Das heißt, was Alma gesagt hat, was Betty gesagt hat, was Lisa gesagt hat, das Ziel, das Thema, der Fokus in dem deutschen Diskurs, im europäischen Diskurs, im EU-Diskurs, wenn über Flucht und Migration geredet wird, ist immer noch der menschenverachtende, wir müssen unsere Grenzen schützen. Und schützen bedeutet, wir müssen sie undurchdringlich machen für Menschen, die bei uns Schutz suchen. Und solange das so ist, muss es Organisationen wie uns geben. Solange das so ist, muss es Menschen geben wie die 3 tollen Frauen, die hier mit mir sitzen, die sich seit Jahren für dieses Thema engagieren und wegen dieses Themas engagieren. Solange das so ist, müsste die EU, sagen wir jedes Mal bei so einer Veranstaltung, ihren Friedensnobelpreis zurückgeben. Denn eine Organisation, die wissentlich, nicht nur billigend in Kauf nimmt, sondern aktiv dafür sorgt, dass Menschen sterben und Grenzen geschützt werden und nicht Menschen und Menschenleben, verdient den ganz sicher nicht. So, as long as the situation stays like that, that the European Union takes their borders as more important than the lives of people, that they want to protect their borders and not to protect people who seek for shelter in the European Union. As long as this continues, organizations like ours are needed, activists like you three are needed, who are put so much effort and so much work and so much power into trying to change the situation for the better, at least as little as you're able to do, or as much as you're able to do. So this is the only thing we can do. And I'd say we keep doing it. Wir machen weiter. Wir packen es natürlich an, wie unser Name schon sagt, aber wir sind nichts ohne die Zusammenarbeit mit tollen Frauen wie Alma und Betty, Frauen, die wir in Griechenland kennengelernt haben, ganz vielen Frauen, die wir in Calais kennengelernt haben, Frauen, die wir an der Grenze Polen-Belarus kennengelernt haben, die nicht aufgeben und die dieser tödlichen europäischen Politik etwas entgegensetzen. Thank you very much and good night to everyone.